Hallo lieber Zuschauer, heute geht es auf eine weite Reise und zwar fahren wir bzw. fliegen in eine Werkstatt, wo Panflöten hergestellt werden. Für mich ist das Ziel, dir beizubringen, wie man die Panflöte aussucht, auf was man darauf achten sollte, und heute hast du auch die Möglichkeit noch zu sehen, wie eine Panflöte gebaut wird. So, auf dem Flughafen gut angekommen. Jetzt sehen wir zu, dass wir einen guten Platz im Flieger ergattern und los geht's. Ja, so schnell sind wir am Flieger und wie gesagt, gleich geht's los. Luft ist was Schönes, braucht man bei der Panflöte auch, so wie im Flugzeug halt. Und ich werde wahrscheinlich noch schöne Aufnahmen machen, um das Ganze zu verschönern. Ja, ich bin angekommen hier und werde ich euch mal zeigen, aus was eine Panflöte besteht. Da fangen wir ganz einfach an. Wer kann sich das vorstellen? Aus diesem Holz wird die Panflöte gemacht. Hier wird es gelagert, getrocknet. Hier sind schon ein paar Reste. Das reinpusten, nix. Also gehört da noch viel Arbeit dazu. Also lassen wir es mal lieber, damit der Panflötenbauer es für uns erledigt. Hier liegen die Rohre schon fertig gedreht. Die werden gleich in Form geklebt. Ja, und so werden die Rohre hier festgeklebt, Röhrchen für Röhrchen, bis irgendwann mal die ganze Panflöte entsteht. Hier liegt schon fast die fertige Panflöte, aber dazu gehört noch einiges. Ja, so sieht ein Lager aus, wenn die Aufträge laufen. Eine Panflöte hinter der anderen. Sind alle geklebt worden, jetzt müssen die nur noch trocknen. Also wir sind jetzt hier, wo die Panflöten lackiert werden. Und ich habe hier eine Panflöte, die ist schon fertig geschliffen und lackiert. Und jetzt geht's los. Die Panflöte sieht ja wie eine Panflöte aus. Immer noch gar nichts. Also werden wir gleich im nächsten Zimmer reingehen und das Ganze beschauen, warum oder was die Ursache ist, dass wir nicht die Panflöte noch spielen können. Vielleicht merkt schon einer oder erkennt schon, was die Ursache ist. Da kann man nämlich durchgucken. Und das Problem werden wir gleich beheben. Dieser kleine Stopfen wird jetzt diesen Ton hervorzaubern. Und zwar, der ist schon vorgefertigt auf bestimmte Durchmesser. Man schiebt ihn hier hinein. Mit einem Stöckchen schiebt man den noch ein bisschen weiter, sicherheitshalber. So, der ist drin. Und jetzt, voilà, da ist er. Wenn ich jetzt den nächsten Ton, da ist dieser Stopfen nicht. Also nichts. Jetzt mal noch ein bisschen höher mit dem Ton. Was für eine Zauberflöte. Und das ist gerade die Kunst, eine Panflöte richtig einzustellen. Nochmal tiefer. Und weil es so schön war, nochmal. Wow, diese Panflöte möchte ich haben. Zumindest für meine Kinder. Ja, von meiner Reise bin ich gut wieder nach Hause gekommen. Natürlich komme ich meistens nicht mit leeren Händen. Ich habe einige Panflöten mitgebracht. 4 Stück sind es. Und die meisten Leute kommen zu mir und sagen,
die haben ein Problem, die kommen mit den Tönen nicht klar, die sind schief und kaufen sie bei Tom eine Panflöte für 120 Euro oder vielleicht 200 Euro sogar. Und die sieht so ähnlich aus wie diese Panflöte, nur in größer. Die Rohre sind nicht rund, die sind zwar aus Bambus, aber der Schliff ist einfach nur ein Schliff und die sind sowas von verstimmt und Leute haben wirklich ein Problem. Und da sage ich den Leuten, Finger weg von solchen Panflöten, die funktionieren nicht. Ja, die nächste Panflöte, die ich vorstellen möchte, das ist jetzt der Knaller, eine Plastikpanflöte. Sieht aus wie aus Holz, die ist sehr schön lackiert worden, ist aber aus Plastik. Das heißt, es wird in Form gegossen und hier ist natürlich kein Fehler zu sehen. Die Rohre sind perfekt, hier ist eigentlich alles perfekt aus Plastik und doch der Sound so gut, dass ich gesagt habe, für diesen Preis ist die Panflöte einfach perfekt. Damit kann man sehr schön spielen. Ich habe schon Leute mit dieser Panflöte auf der Bühne gesehen und habe ich auch sogar mal gemacht, weil die Panflöte sehr gut klingt, zum Beispiel. Wie gesagt, an diese Panflöten, wenn jemand Interesse hat, der kann mich anschreiben auf davidspanparadies.de. Da könnten Sie mich anschreiben und ich könnte diese Panflöten bestellen und ab Sommer hole ich die ab und da habt ihr für einen ganz günstigen Preis eine Panflöte, die ist sehr gut und für Kinder vor allem sehr stabil. Da kann echt nichts schief gehen bei diesem Geld, was diese Panflöte kostet und wie sie klingt. Ja, und was bei dieser Panflöte natürlich auch sehr interessant ist, das ist das hier, dass man das hier abnehmen kann. Diesen Schuh kann man abnehmen, weglegen, nimmt man einen Stift oder ein Stöckchen und man kann diese Stopfen, die innen drin sind, alle einstimmen. Normalerweise verstellt sich eine Panflöte nicht, die bleibt so, aber wenn man möchte eine andere Tonart daraus zum Beispiel machen, bitteschön. Alles ist da, man kann diese Stopfen hin und her schieben und man spielt x-beliebige Tonart, egal wie schwer. Ja, und jetzt kommen wir zu meiner Panflöte. Aus jahrelanger Erfahrung habe ich gemerkt, wie wichtig doch der Schliff ist, nicht um den Ton zu bekommen, sondern um den Halbton zu bekommen. Manch ein Panflötenspieler spielt keinen Halbton, sondern einen Viertelton und man gewöhnt sich an diese Vierteltöne, dass man nicht mal merkt, dass man die Halbtöne vergessen hat. Und das ist für mich natürlich das Interessante, dass der Schliff hier perfekter Schliff ist, damit man diese Halbtöne perfekt kriegen kann. Vielleicht ist hier bei diesem Schliff der Tonansatz nicht so leicht herzubekommen, aber den kriegt man innerhalb ein paar Stunden hin und man weiß, hier bekommt man auf jeden Fall einen Ton raus. Umso einfacher die Halbtöne sind hier gut zu machen. Und diese Panflöte, die klingt, brauche ich keinem erzählen, meine YouTube-Videos, die sagen es. Und jetzt kommen wir zu den Panflöten, die ich mitgebracht habe. Es sind sehr schöne Panflöten, die sind sehr gut verarbeitet, die Rohre sind sehr poliert, sehr sauber verbaut. Der Schuh ist hier sehr gut abgerundet. Ich fühle mich hier sehr wohl, wenn ich die Panflöte halt packe. Natürlich sind die Löcher hier interessant. Es ist hier auch so, dass man diese Stopfen hin und her schieben kann. Die Panflöte verstellt sich nicht, die werden perfekt gestimmt geliefert. Aber wenn man eine andere Tonart spielen möchte, ist diese Panflöte natürlich sehr schön. Man nimmt einfach wieder ein Stäbchen und man schiebt die Stopfen hin und her, so wie man es haben möchte. Und man kann x-beliebige Tonart darauf spielen. Und so klingt die Panflöte. Oder die in Groß zum Beispiel. Ist das gleiche Holz, gleicher Schuh, alles, nur in Groß. Das ist jetzt meine Größe, was ich normalerweise spiele.
geschlossener Schuh oder mit Löcher? Das entscheidest du. Ich habe mich jetzt entschieden für Löcher, damit ich egal welche Tonart mit dieser Panflöte spielen kann oder auch zumindest einstellen kann, damit ich natürlich überall gut vorwärts komme. Wenn du mehr Infos haben möchtest über diese Panflöten oder über die anderen Panflöten, die ich vorgestellt habe, einfach mich kontaktieren unter www.davidspanparadies.de.